In diesem Video geht es um Multisamples mit Velocity Splits. Das bedeutet, dass je nach Anschlagstärke unterschiedliche Samplegruppen getriggert werden. Also drückt ihr eine Taste nur sehr leicht, wird ein anderes Sample gespielt, als wenn ihr mit voller Wucht in eure Tastatur langt. Als Basis für so ein Experiment habe ich hier einen Sound mitgebracht, den ich mit TerraText Complexer erstellt habe. Und den habe ich so programmiert, dass er stark auf Anschlagsdynamik reagiert. Das heißt, wenn ich eine Taste nur leicht spiele, dann ist das Filter geschlossen. Und je stärker ich auf die Taste draufhaue, desto mehr öffnet das Filter. Und diese Charakteristik würde ich natürlich gerne in unserem Sample behalten. Das heißt, wir werden jetzt zwei Ebenen erstellen, eine leise und eine laute Ebene. Oder wenn man so will, eine Ebene mit geschlossenem Filter und eine Ebene mit einem offenen Filter. Ich habe dazu bereits einen MIDI-Track vorbereitet, mit dem wir die einzelnen Noten des Synthesizers triggern. Ihr seht hier, ich sample als niedrigste Note ein C1, das ist MIDI-Note 36. Und dann haben wir 6 Halbtöne, das heißt, der nächste Ton wäre dann ein Fis. Und dann wieder 6 Halbtöne, dann ist es halt C2 und dann wieder das Fis. Das bedeutet, wir haben also als tiefste Note Notennummer 36 und samplen einen Abstand von 6 Halbtönen. Die Noten hier haben alle die gleiche Anschlagsdynamik. Damit die Noten nicht ineinander verwischen, ist es wichtig, die Release-Zeit passend zu verkürzen. Ich setze die jetzt einfach mal auf einen niedrigen Wert, damit die Noten nicht ineinander klingen. Sonst wäre es im schlimmsten Fall so, dass noch eine Note ausklingt, wir aber schon die nächste Note als Sample jetzt aufnehmen und noch den Ausklang der vorherigen Note mit dem Sample drin haben. Ganz wichtig für die Ausgabe der Datei ist, dass ihr die im WAV-Format speichert. Das habe ich hier unten schon eingestellt. Und ich habe außerdem eingestellt, dass ich gerne eine Mono-Datei haben möchte, weil dieser Sound ist nun mal nur Mono. Zur Namensgebung. Ich habe jetzt vorne ein Kürzel rangeschrieben, damit ich den Sound irgendwo wiederfinde. Und ich mache es eigentlich immer so, dass ich im mittleren Bereich mir ein Kürzel reinschreibe, damit ich später noch weiß, welches Layer das im Grunde war. Und damit ich das später noch zuordnen kann, mache ich einen Unterstrich, ein kleines X. Dahinter schreibe ich irgendein Kürzel mit ein, zwei Buchstaben. Ich habe jetzt hier einfach mal Lo genommen. Und dann mache ich wieder einen Unterstrich und dahinter kommt das, was wir ja auch schon im letzten Video gemacht haben, nämlich wir schreiben dahinter im Grunde die tiefste Note, dann wieder ein Unterstrich und den Abstand zur Folgenote, damit die Software, mit der ihr die Sachen gleich weiter bearbeitet, die Samples auch passend benennen kann. Okay, dann geben wir uns das Ganze mal aus. Jetzt verändere ich die Anschlagstärke aller Noten und sample sozusagen das obere Layer ab. Das, was ich jetzt verändere, ist das Namenskürzel. Also ich schreibe jetzt hier nicht mehr X-Low rein, sondern X-High und den ganzen Rest lasse ich alles identisch. Auf meinem Desktop habe ich jetzt die beiden Dateien hier liegen und das erste, was ich mache, ist, ich erzeuge einen Ordner und kopiere die beiden Dateien dort hinein. Nächster Schritt ist, ich muss diese Dateien, wo jetzt alle Noten hintereinander drin sind, wieder zerteilen. Und das mache ich mit der Software Session to WAV, die ihr kostenlos von meiner Homepage herunterladen könnt. Ich starte die mal. So, wie funktioniert die? Ich nehme jetzt einfach die erste Datei und ziehe die in das Fenster. Und dann seht ihr, die Software analysiert diese Datei, stellt fest, da sind 4 einzelne Sounds drin und ich klicke jetzt einfach auf Write Regions und speichere mir die ab. Das gleiche mache ich auch mit dem anderen Layer. Ziehe die Datei in das Fenster, klicke auf Write Regions und schließe Session to WAV wieder. Diese Dateien, wo alle gesammelt drin sind, kann ich jetzt einfach in den Papierkorb schmeißen. Wir arbeiten mit den Einzeldateien weiter. In den Einzeldateien müssen wir nun Looppunkte definieren und wir sollten die Namen auch ein bisschen optimieren, weil man so nur schwer erkennen kann, welche Aufnahme welche Note ist. Dazu könnt ihr euch ein Programm von meiner Website herunterladen, das nennt sich Endless WAV. So sieht das Ganze aus. Und ich ziehe jetzt einfach mal die erste Datei in das Programmfenster. In diesem Programm gibt es eine Funktion, die nennt sich Auto Search.
Und wenn ihr diesen Knopf anklickt, dann bedeutet das, dass ihr einfach irgendwo hier in den Bereich ähm, äh, sozusagen einen Bereich markiert, wo ihr denkt, da könnte ein guter Wiederholungspunkt liegen. Dann optimiert die Software den automatisch und ihr könnt dann noch ein kurzes Crossfade setzen, indem ihr diesen kleinen Anfasser so ein bisschen verschiebt. Hören wir mal, wie das Ganze klingt. Das geht mit Shift und Leertaste. Ja, das ist doch ein perfekter Looppunkt. Ich sage jetzt Speichern und wechsle zur nächsten Datei. Auch hier markiere ich wieder da, wo ich denke, das könnte ein guter Looppunkt sein. Setze einen kurzen Crossfade, drücke Shift und Leertaste und höre mir das Ganze an. Und so bearbeite ich jetzt nach und nach alle Dateien. Wir haben die Dateien jetzt zwar geloopt, aber die Namensgebung ist noch nicht optimal. Dazu gibt es jetzt eine kleine Hilfe hier unten und zwar gibt es hier den Bereich Rename und Rootkey. Ich klicke da mal drauf und dann erkennt das Programm, weil wir die Dateien passend benannt haben, dass das wahrscheinlich Sample-Dateien sind aus einer Multisample-Session. Und dann schlägt er auch schon vor, dass er die dann passend umbenennt. Ich sage jetzt mal, jawohl, das sieht gut aus. Jetzt seht ihr hier an der Seite, was die Software daraus gemacht hat. Das heißt, die Software hat jetzt die Tonhöhe in den Dateinamen ergänzt und wird sie auch in den Header der Datei reinschreiben. Was wir noch machen können, ist vorne ein kurzes Fade-In setzen, damit die Dateien nicht knacksen. Sonst gibt es manchmal unschöne Knackser zu Beginn. Und ich drücke jetzt einfach mal OK. Jetzt seht ihr, hat die Software die Dateien passend benannt und der Dateiname ist jetzt auch nein, die Notennummer ist jetzt auch in den Dateinamen eingetragen. Ich wechsle nochmal gerade in dieses Fenster Rename und Rootkey zurück. Hier oben gibt es eine Filterfunktion. Und zwar, wenn ihr nur bestimmte Bereiche aus einer umfangreichen Multisample-Session bearbeiten wollt, dann könnt ihr diese Filterfunktion nutzen, um die Bearbeitung ein bisschen einzuschränken. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel X-High reinschreibe, dann weiß die Software, dass ihr nur die Dateien umbenennen und bearbeiten wollt, die dieses Kürzel im Dateinamen drin haben. Das ist insbesondere, wenn es eben nicht nur zwei Ebenen sind, die ihr samplet, sondern vielleicht eine ganze Menge mehr oder auch noch verschiedene Artikulationen, dann kann das ganz hilfreich sein. Möchtet ihr diese Samples vorbereiten zum Import in einen Sampler, der mit SFZ-Dateien arbeitet, könnt ihr euch das Programm Björn Sample Mapper von meiner Homepage herunterladen. Wie funktioniert das Programm? Auch dort ist es so, ihr könnt einfach alle Dateien in das Fenster hineinziehen und es öffnet sich ein Import-Dialog. Hier findet ihr eine ähnliche Filterfunktion wie die wir eben besprochen haben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit den unteren Samples beginnen, dann kann ich auch hier einen Filter setzen und sage jetzt zum Beispiel X-Low. Ich möchte alle importieren, das heißt, diese Selektierung, die hier eben aktiv war, die deaktiviere ich jetzt mal. Und ich kann hier unten direkt vorgeben, dass er die zum Beispiel in den Bereich von 0 bis, ich sag mal, 85 importiert. Und dann klicke ich auf Import. Die Dateien sind jetzt drin. Und wenn ich jetzt die nächsten importieren will, dann gehe ich hier einfach auf New und dann seht ihr, die Software filtert die schon importierten Dateien weg. Das heißt, ich sehe jetzt nur noch das Layer mit den X-High-Dateien. Ich könnte hier aber, wenn das umfangreichere ja, Dateisammlungen sind, hier auch nochmal filtern. Hier stelle ich jetzt ein, dass dieser Bereich nur von 86 bis zu 127 gehen soll und ich deaktiviere, dass dann eine neue Gruppe importiert wird. Ich möchte den gern in der gleichen Gruppe. Und jetzt seht ihr hier, sind die unteren Samples und hier die oberen. Das kann ich jetzt einfach abspeichern. Speichere die SFZ-Datei in den passenden Ordner und dann seht ihr, liegt hier auch die passende SFZ-Datei. Habt ihr euch irgendwo beim Import mal vertan? Was weiß ich, ein Bereich überschneidet sich, gibt es hier eine Funktion, die nennt sich Rearrange Velocity Splits. Wenn ihr da drauf geht, dann seht ihr hier die eingetragenen Werte.
Also mein unterer Bereich war 0 bis 85 und ihr könnt einfach das Ding hier verändern und zum Beispiel auf, was weiß ich mache jetzt mal 0 bis 75 setzen und den Bereich da drüber, den setze ich jetzt auf 76 bis 127. Dann mache ich einfach OK und dann seht ihr, es wird das für alle Dateien hier entsprechend übernommen. Das heißt, ihr müsst nicht jede Zone einzeln ändern, sondern ihr könnt auch eine Gruppenbearbeitung vornehmen. Nicht jeder Sampler benötigt SFZ-Dateien zum Import. Logic Sampler zum Beispiel braucht das nicht. Das heißt, da braucht ihr den Umweg über Beyond Sample Mapper auch gar nicht machen und ich lösche die Datei hier einfach auch mal wieder aus dem Ordner raus, denn wir brauchen sie schlicht dafür nicht. Wie kriegt ihr nun unsere Einzelsamples dort importiert? Ihr aktiviert hier den Bereich Mapping und man kann ja anhand der Benennung der Dateien ganz gut sehen, was ist die untere Ebene, die sind hier gekennzeichnet durch xlow, und was ist die obere Ebene. Ich nehme jetzt einfach mal diese Samples, ziehe die hier rein und sage hier beim Reinziehen Zone per File. Die Dateien werden jetzt importiert und hier gebe ich denen auch einen passenden Namen. Ich sage jetzt einfach mal Low. Das gleiche mache ich für die High-Ebene. Ziehe sie da rein, sage wieder Zone per File. Und gebe auch denen einen aussagekräftigen Namen, damit ich die Gruppen nachher voneinander trennen kann. Wichtig ist jetzt noch, dass ich hier oben auch vorgebe, in welchem Bereich die spielen soll, weil aktuell klingen beide Gruppen gleichzeitig. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, die hier soll erklingen bei ab 86 und die soll erklingen bis 85. So. Und schon habe ich das Ganze fertig.